Heute reden wir über den Super Boomerang und eventuell kennt ihr das Ganze noch nicht, aber es ist ein altes Achterbahnkonzept neu aufgelegt und so gut, dass wir das dringendst auch hier in Deutschland bräuchten. Mahlzeit, willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen Review meinerseits, und heute reden wir über den zweiten Super Boomerang von Vekoma, und zwar Flash Vertical Velocity. Und diese Bahn hat dieses Jahr 2025 eröffnet und ist der zweite Super Boomerang überhaupt weltweit. Und wir hatten das damals schon, als 2023 der erste in China eröffnet hat, in den News-Videos, und ich fand es total faszinierend. Und jetzt sind wir so ein Ding gefahren und wir müssen mal dringend darüber sprechen, wie ist das, was kann das und warum ist das eigentlich so gut. Aber da gehen wir auch wieder Step by Step durch. Und es geht, wie gesagt, um den sogenannten Super Boomerang der Firma Vekoma aus den Niederlanden. Und da kennt ihr wahrscheinlich als klassischen Boomerang Coaster den Boomerang, wie er zum Beispiel im Freizeitland Geiselwind steht, wo ihr so rückwärts auf die Station gezogen werdet. Dann fahrt ihr dann durch eine Copa Roll, durch ein Looping, und dann fahrt ihr das Ganze rückwärts wieder zurück. Und das ist weiterentwickelt worden, aber nicht wie beim Family Boomerang, das kennt ihr ja auch, das ist so quasi die moderne Art und Weise, sondern die neueste Generation der Vekoma Achterbahnen jetzt auch im Füllbereich als Boomerang. Und da hat bereits 2023 in einem chinesischen Fantawild eine Anlage eröffnet, und mit demselben Layout gibt es eine weitere zweite Anlage jetzt, die eigentlich 2024 bereits eröffnen sollte zum 50-jährigen Jubiläum eines bestimmten Freizeitparks. Und das Ganze ist dann jetzt aber erst am 29. März 2025 passiert. 2024 halt ein bisschen Probleme, die haben ein bisschen was geschoben, aber da schiebt man die ganze Zeit ein bisschen was, und ihr wisst, worum es geht. 6 Flaggen großes Abenteuer. Six Flags Great Adventure in Jackson, New Jersey in den USA. Und ich hätte nicht gedacht, dass ein Shuttle Coaster mich nochmal so abholen kann, aber der Super Boomerang von Vekoma ist echt richtig stark und sieht von außen mega aus und fährt sich natürlich inzwischen ja schon grandios, weil diese neuen Vekoma Achterbahnen einfach... Aber zu der Fahrt kommen wir gleich. Einmal kurz euch abgeholt. Das geht bei Six Flags übrigens sehr schnell zum Thema. Und das Thema ist, wie der Name Flash Vertical Velocity schon erahnen lässt, der Superheld Flash aus den DC Universe, den DC Comics. Und was macht die vertikale Geschwindigkeit noch so flashig? Nicht viel. Das Eingangsportal, es steht einmal der Name drüber, und das ist auch vom Design ganz cool. Und es gibt so einen kleinen Vorplatz, da hat man jetzt auch Platz, der ist ganz nett gestaltet, sieht wirklich schon ganz hübsch aus. Da sind dann aber so 2 lieblose Blueprints, und das war es dann eigentlich schon wieder wirklich. Die Farben der Achterbahn an sich noch, und man läuft eine Halle in der Warteschlange, die auch gestaltet sein soll, die auch sehr lieblos gestaltet ist, wo auch, glaube ich, nochmal Blueprints waren oder so. Da habe ich keine Aufnahmen für euch, denn vorher gibt es Locker, wo alles abgelegt werden muss, so ganz kleine Schließfächer, nicht die klassischen Locker, die ihr sonst kennt, sondern wirklich, wo jeder jeden Kleinkram aus den Taschen rausnehmen muss, und man bekommt so einen kleinen Zettel mit einem Barcode drauf, den muss man aufheben, und auf der anderen Seite kann man dann, also das sind so Durchreichschließfächer, beim Rausgehen kann man auf der anderen Seite dann seine Sachen wieder rausnehmen und gibt dann auch diesen Zettel wieder ab. Der wird dann nochmal wiederverwendet, das ist ganz cool, aber da könnte man ja auch etwas langlebigere Plastikkarten nehmen, aber das ist ein anderes Thema. Und dieser Vorplatz ist vorhanden, weil während des Baus dort noch eine Attraktion stand, und zwar Cyborg, und das ist von ABC Rides so ein Dibelon-Dingen gewesen. Wir sind einen von denen gefahren, und ich meine, das war sogar der in Great Adventure, und den haben sie aber, nachdem sie mit Flash fertig waren, abgerissen. Und auch komisch wieder. Und wer jetzt ein bisschen so enttäuscht ist oder so, also erstmal verstehe ich das natürlich, wenn man denkt, oh, eine Achterbahn mit einer Lizenz, dann muss das ja echt was sein. Aber man muss auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, Six Flags vor allen Dingen ist kein Theme Park, sondern ein Amusement Park. Und ja, die haben die Lizenzen inne und die haben dann das Thema bei einer Bahn, aber da liegt da nicht so der Fokus drauf, sondern es geht halt ums Vergnügen. Und das ist halt so ein bisschen so in Anführungsstrichen auch uramerikanisch, einfach Action, bam, bam, wir haben nicht viel frei, wenn wir frei haben, dann soll es richtig abgehen. Auch wenn es in vielen Parks, auch in den USA langsam so der Trend dahin geht, auch Themenwelten zu erschaffen. Bei Six Flags auf jeden Fall nicht.
Und das hat man hier bei Flash Vertical Velocity auch durchgezogen. Der Zug von dem Super Boomerang ist quasi in Anführungsstrichen mal wieder, hier ist alles voll mit Anführungsstrichen heute, der Standardzug von Vekoma, der neue Standardzug. Den haben wir euch, verlinke ich euch ja auch gerne, bei unserem Video bei Vekoma im Werk selbst auch schon gezeigt. In passenden Farben hier natürlich gestaltet für die Bahn. Top-Zug, super bequem. Man hat hier in dem Fall Over-the-Shoulder-Lap-Bars mit so einem kleinen Gummiwesten-Ding, was sehr leicht ist, was jetzt nicht so dich platt drückt, wie vielleicht die ein oder andere Softweste, die man bei einem Bügel drüber hat. Und auch bei so Softwesten, da könnt ihr euch bei der Allgemeinheit bedanken, dass es die überall gibt. Die ist nicht notwendig, um sicher in irgendwelchen Achterbahnzügen zu sitzen. Und was ihr auch bei uns in dem Video gesehen habt, wo wir bei Vekoma waren und den Zug vorgestellt haben, es gibt Licht bei dem Zug, sieht man bei meinen Aufnahmen jetzt nicht so gut, weil das Wetter grauenvoll war. Es gibt aber auch Sound im Zug und man hat dann pro Sitz jeweils so 2 kleine Speaker und die Wagen haben auch noch mal einen Subwoofer mit eingebaut und auch das ist super nice. Leider Gottes bei uns jetzt bei Flash Vertical Velocity so ein Knacken, übersteuert und teilweise Abbrechen des Sounds bei uns, also nicht nur bei meinem Platz, sondern bei mehreren Plätzen im Zug verteilt. Aber ich habe von anderen Leuten gehört, die etwas später gefahren sind als wir auf der Bahn, dass das vollkommen in Ordnung war und dass diese Probleme nicht vorhanden waren. Und wir sind auch einen weiteren neuen Zug gefahren bei Sirens Crest und Cedar Point, bei dem Tilt Coaster. Der hat auch ein Soundpaket und das war da wirklich... Das hat uns weggeblasen und lief super gut. Dazu im entsprechenden Review natürlich hier im Kanal mehr. Abonnieren, wisst ihr Bescheid. Lohnt sich nicht nur für euch, sondern bringt mich auch weiter, hilft mir ungemein. Also gerne jetzt abonnieren drücken. Und also ich weiß nicht, was das Problem jetzt da war an dem Tag, als wir da waren, aber normalerweise scheint das doch ganz gut zu laufen. Wir haben auch erst spekuliert, ob das an den LSM-Bereichen liegt, denn das hier ist ja auch ein Multi-Launch-Coaster. Aber wenn das bei anderen jetzt nicht war, dann wahrscheinlich eher nicht. Oder ist es jetzt besser abgeschirmt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das zu dem Zeitpunkt, als wir gefahren sind, der Fall. Dann gibt es aber auch nur einen Zug bei Six Flags Great Adventure, einer der größten Parks so in dem Bereich. Weiß ich nicht, ob das reicht. Sollen wohl 800 Personen pro Stunde theoretisch durchgebracht werden können. Ich würde mir natürlich so eine Bahn dann doch mit einem Switch wünschen, dass man dann schon mal den nächsten Zug belädt, bis der andere zurückkommt. Es gibt aber die Möglichkeit hier, den Zug auszurangieren. Also nicht nur, weil man den ja auch mal draußen braucht, sondern halt für Wartungszwecken, dass er nicht draußen steht und man den natürlich dann leichter ausgegleist bekommt, wenn der irgendwo zur Wartung hingeht. Aber mal ganz ab davon, so eine Achterbahn sehe ich zum Beispiel im Moviepark Germany. Da fehlt ein richtiger E-Ticket-Ride. Und das finde ich ganz passend, weil wenn wir jetzt bei den Zahlen sind, auf einer Fläche von 163 mal 13 Metern findet diese Achterbahn Platz. Und du hast auf einer sehr kleinen Fläche erstmal eine Großachterbahn und diese sieht von außen auch noch super spektakulär und beeindruckend und mal ganz anders aus. 50 Meter hoch, 436 Meter lang, 95 km/h Spitzengeschwindigkeit sind dann nochmal so Eckzahlen, die für so ein Footprint echt beeindruckend sind. 2 Inversionen, dann diese theoretischen 800 Personen pro Stunde. Aber Zahlen sagen nicht viel. Wie ist denn die Fahrt? Also nach der nicht vorhandenen Gestaltung sind wir dann draußen in dieser Station eingestiegen und wir haben, wie gesagt, hier einen Multi-Launch-Coaster und der wird per LSM angetrieben, also ein Linear-Synchronmotor und die Fahrt startet einmal vorwärts und wir fahren direkt in so einer kleinen Rundung nach oben. Dann startet der Launch rückwärts und wir kommen zum ersten Vertical Rollback und werden senkrecht nach oben gelauncht. Und dann geht es vorwärts wieder durch die Station mit Vollspeed und dann in das erste große Element der Bahn, was auch sehr auffällig ist nach dem zentralen Tower auf jeden Fall. Und zwar ist das der Stalled Immelmann. Sehr cooles Element. Man wechselt quasi wieder die Richtung, also die Fahrtrichtung wird gewechselt und das mehr oder weniger dann kopfüber und es geht anschließend nach unten. Der Zug dreht sich ein und kommt zu einem LSM-Boost-Segment. Man beschleunigt nochmal, ein bisschen mehr Energie kommt da rein und eine Art Double-Up gibt es. Auf jeden Fall so ein Airtime-Hügel nach oben führend, wenn wir müssen noch weiter nach oben, um in so ein
ich beschreibe es mal als Non-Inverted Dive Loop zu fahren und quasi schon wieder die Fahrtrichtung zu wechseln, und da holen wir nochmal Schwung und es geht nochmal durch einen LSM-Boost in den Corkscrew, der sich nach oben dreht. Und danach geht es nochmal ein Stück ordentlich senkrecht nach oben in den zweiten Vertical Rollback, und diese beiden senkrechten Spitzen teilen sich halt dieses Centerpiece, die sind eine Stütze in der Mitte und ja, laufen beide da parallel hoch zusammen, und dann sind wir ja bei dem Shuttle Coaster bzw. einem Boomerang, und die ganze Fahrt findet wieder rückwärts statt. Also jetzt rückwärts den Vertical Rollback runter, rückwärts durch den Corkscrew, rückwärts dann wird der Dive Loop zum Immelmann und den Rest der Strecke fahren wir auch rückwärts. Ich habe ab und an beim Rückwärtsfahren so meine Problemchen, denke mir so, das ist aber jetzt schon ein bisschen viel. Finde ich bei Flash sehr verträglich und angenehm schon, und nicht so, wie es bei einem klassischen Boomerang ist, dass ich im Looping denke, heiliger Strohsack, das ist jetzt aber eigentlich nicht mehr nötig. Aber das ist hier voll nice. Also das funktioniert echt gut. Und es ist einfach so unglaublich krass. Die Fahreigenschaften sind so gut. Es ist einfach so, dass aktuell Vekoma die bestfahrensten Bahnen auf dem Markt hat, und keine andere Firma hat die Bahn so smooth laufend, und das ist ja unglaublich. Also ich erinnere gerne nochmal an Guardians of the Galaxy, wo man gar nicht glauben kann, dass man überhaupt noch auf Schienen unterwegs ist. Und das heißt nicht, dass andere das nicht gut können, aber es ist irgendwie bei Vekoma ist echt wild. Und die seltsamsten kleinen Bahnen werden so crazy gebaut. Gerne mehr davon. Wie gesagt, auch gerne vielleicht in der Nachbarschaft. Es ist halt eine saugute Fahrt. Es sind grandiose Fahreigenschaften. Du hast ein sehr cooles Licht- und Soundpaket beim Zug dabei. Und auf einem kompakten Maß einfach eine super große, beeindruckende und wild aussehende Achterbahn. Und das Ding ist ein Hingucker, und wir reden von einer Bahn in Six Flags Great Adventure, wo bis vor kurzem die höchste Achterbahn der Welt stand und wo so überhaupt noch 13 andere wirklich teilweise extrem wilde, verrückte und außergewöhnliche große Achterbahnen stehen. Und ja, klar, im Kosmos von Six Flags hat Six Flags das ein paar Mal, aber da fällt die Bahn trotzdem auf und auch positiv und ist so, boah, was ist das denn? Wie seht ihr das? Was meint ihr? Welcher Park braucht auch so einen Super Boomerang? Schreibt es gerne in die Kommentare und eure Meinung dazu natürlich auch gerne. Und ansonsten war es das von mir an dieser Stelle mit diesem Video. Ich bin raus. Wir sehen von um 18 Uhr. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Ride Review Magazin. Peace.